Frau Professor Gell-Falkowitz, es ist so, dass Sie vorzustellen für all jene, die irgendwann mit Edith Stein zu tun haben, eher eine, sagen wir so, eine Verdoppelung sicher ist, aber trotzdem gehört sich, dass ich es mache. Ja, Frau Professor Gell-Falkowitz, fangen wir von der Gegenwart an, ist Gott sei Dank immer mehr auch in Österreich tätig, dadurch, dass sie nach ihrer Emeritierung in Dresden die Leitung des Euphrats, des Instituts an der Theologischen Hochschule Heiligenkreuz, übernommen hat und deshalb auch für uns, eben dafür sind wir dankbar, verfügbarer, obwohl sie natürlich hauptsächlich in Deutschland weiterhin wohnt und tätig ist. Sie ist auch in unserem wissenschaftlichen Beirat, unserem von der Edith Stein Gesellschaft Österreich, mit der wir Karmeliten auch diese Reihe veranstalten und heute besonders das Edith Stein Fest. Sie hat mehrere akademische Stellen so besetzt, könnten wir sagen. Für uns heute vielleicht maßgeblich auch, dass sie Mitherausgeberin oder zumindest Kuratorin mehrerer Bände der Gesamtausgabe von Edith Stein ist und sicher zu den besten Kennerinnen dieser Heiligen und Philosophin zählt. Heute war sie bereit, wieder mal auch einen Vortrag für uns zu halten. Sie hält übrigens jeden zweiten Monat bei uns einen Vortrag über Zoom, jetzt bis Dezember noch. Und zwar das Thema haben Sie natürlich aus der Werbung, Leib ist mehr als Körper, mit Untertitel Sehen lernen mit Edith Stein. Ein, so finde ich, sehr aktuelles Thema, wenn Sie den Diskurs mitverfolgen. In Österreich finde ich nicht so stark, aber in anderen Ländern doch mit Transhumanismus, mit der Frage nach dem Wert des Leiblichen und des Biologischen im Menschen. Was können wir hier verändern und verbessern? Und wo sind vielleicht auch noch Grenzen? Ich bin gespannt auf die Ausführungen von Frau Professor Gell-Falkowitz, weil ich weiß selber, dass Edith Stein die Leiblichkeit auch in ihren philosophischen Abhandlungen sehr in den Mittelpunkt gerückt hat, zumindest ja, also ihnen ihr großen Wert gegeben hat. Und ich erhoffe mir vom Vortrag, von den Impulsen jetzt auch einige Anregungen für uns, für die Aktualität. Nach dem Vortrag wird, soweit die Zeit das ermöglicht, auch die Möglichkeit sein, einige Fragen zu stellen, unmittelbar an Frau Professor. Die momentan, wo ist Frau Professor, an welcher Tagung nehmen Sie teil? Fulda im Priesterseminar. In Fulda im Priesterseminar, sehr schön. Dann übergebe ich Ihnen gerne das Wort. Vielen Dank nochmals. Ich muss Sie nur sichtbar machen jetzt. Lieber Pater Roberto, liebe Zuhörer in Wien, es tut mir leid, dass ich nicht persönlich anwesend bin. Ich hatte noch eine andere Verpflichtung und ich glaube, dass wir diese Stunde über dieses Medium auch gut ins Gespräch kommen können. Der Titel ist ein bisschen eigenartig, Leib mehr als Körper. Man hört von Anfang an schon, dass das natürlich eine Unterscheidung ist, die nur in der deutschen Sprache möglich ist, weil wir in anderen Sprachen, vor allem in der romanischen Sprache, nur einen einzigen Ausdruck haben, also über Corpo, Corpus oder im Englischen Body. Das geht aber nun darauf zurück. Also auf der einen Seite hat die deutsche Sprache Möglichkeiten der Unterscheidungen, die sie natürlich auch für eine besondere Philosophie prädestinieren. Und auf der anderen Seite ist Edith Stein durch die Schulung Husserls, Edmund Husserls, ihres Lehrers, natürlich ganz genau in diese Phänomenologie eingestiegen. Das ist die Wissenschaft oder das Denken über die Erscheinungen, also dessen, was uns erscheint. Und wir können gleich hinzufügen, was erscheint eigentlich in den Gestalten, die uns begegnen. Edith Stein würde sehr deutlich sagen, auch mit Husserls Ausdruck, in der Erscheinung erscheint uns das Wesen eines Dinges. Die Wesensfrage ist heute umstritten, das brauchen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Ich möchte aber gleich an den Anfang stellen, dass wir mit Edith Stein in eine Anthropologie und vor allem in eine Phänomenologie des Menschen gehen. Was erscheint am menschlichen Leib?
Die Seele sehen wir nicht, den Geist sehen wir auch nicht. Das heißt, wir müssen zunächst einmal eine Wesensanalyse über den menschlichen Leib machen. Das ist die Ausgangsbasis. Haben Sie keine Angst, dass es zu schwierig wird. Wir werden in der Sprache Edith Steins sehr verständliche Beispiele haben und wir werden auch gleich begreifen, wie anschlussfähig diese Theorie heute ist. Pater Roberto hat es erwähnt. Wir haben gerade eine unglaubliche Auseinandersetzung über die eigene Körperlichkeit. Jetzt muss man in der Tat Körper sagen, weil wir das eher technisch verstehen. Aber Edith Stein wird uns jetzt ein anderes Bild aufmachen. Darf ich fragen, ob ich gut verstehbar bin? Ja. Gut. Ja? Gut. Der erste Gedanke heißt über Darwin hinaus, Phänomenologie des Menschen. Edith Stein arbeitete während ihrer Münsteraner Dozentur 1932 bis 1933 im Umkreis damaliger anthropologischer Forschungen. Sie hatte eine Stelle, die einzige wirklich adäquate Dozentur, die sie in ihrem Leben hatte, im Sinne einer pädagogischen Grundlegung der Pädagogik. Und sie hat festgestellt, dass sie damit zunächst einmal klären müsse, was denn Menschsein überhaupt heiße, bevor man in eine Erziehung des Menschen gehe. Die 30er Jahre waren noch sehr besetzt von der Frage, was den Menschen vom Tier unterscheide. Also der lange Schatten Darwins hat damals die deutsche Phänomenologie auch deutlich beeinflusst. Darwin hatte in der Abstammungslehre den Unterschied fließend gemacht und große Unsicherheit über den Anteil des Menschen an seiner tierischen Natur gebracht. Das ist auch unleugbar, dass wir über die Abstammungslehre in der Tat eine Linie zurück haben in das Tierreich, vor allem also in unsere nächsten Verwandten, die höheren Säugetiere und vor allem eben auch die Menschenaffen. Damit soll jetzt bitte nicht sofort eine Glaubensfrage losgetreten werden, sondern zunächst mal einfach diese empirische Vorlage und wir sehen jetzt, wie Edith Stein damit umgeht. Edith Stein partizipiert weniger an den zeitgleichen Untersuchungen, die auch gemacht werden. Damals ist eine ganze Reihe von Philosophen damit befasst, nämlich Max Scheler, einer ihrer Lehrer, von sich her gesehen auch ein unglaublich interessanter Gegenstand des Nachdenkens, aber dann auch Helmut Plessner, den hat sie wohl nicht gelesen. Aber sie stellt nun ein eigenes Forschungsmuster auf. Und dabei verfolgt sie zwei Wege, wir stellen alle beiden vor. Sie führen letztlich im Ergebnis zusammen. Der erste Weg. Sie entwickelt eine Vorlesung Der Aufbau der menschlichen Person im Wintersemester 1932/33, eben in Münster, am Deutschen Institut für wissenschaftliche Pädagogik. Sie versucht darin über die Materialität, die Stofflichkeit und die Animalität, also den Anteil an tierischen Wesen des Menschen herauszuarbeiten. Wir können das gleich zusammenfassen, also seine Naturalität. Ich betone noch einmal, dass sie zunächst auf empirischer Grundlage denkt. Das ist ein ganz normaler Ausgangspunkt für Philosophie. Damit macht sie nicht Konkurrenz zu Naturwissenschaften, das ist eine andere Fragestellung. Vielmehr bedeutet die empirische Grundlage erstmal den Ausgangspunkt, um von dort weiterzudenken. Wohin? Jetzt verlassen wir bereits das Gebiet der Beobachtung oder können nicht mehr eine unmittelbare sinnliche Beobachtung setzen, sondern sie denkt zur spezifisch menschlichen Seele weiter. Den Begriff werden wir gleich klären. Das ist nicht die Psyche der Psychologie. Die Seele weist sich nun aus, das ist die erste These, als Form des Leibes. Das ist der alte scholastische Satz, anima forma corporis. Aber die Seele ist auch Form des Geistes. Schon die nächste Frage, was unterscheidet Seele und Geist? Wir werden das beantworten. Darauf beschreibt sie das notwendige soziale Sein des Menschen. Das gehört auch noch in seine naturale Grundlage. Wir leben nicht isoliert, sondern wir haben ein soziales Mitsein. Warum tut sie das überhaupt? Sie zielt auf ein neues Arbeitsfeld. Sie will nämlich Anthropologie als Grundlage von Pädagogik herausarbeiten. Die Anthropologie kreist nun um die Frage, wie kann der Mensch zu seiner Vollgestalt reifen? Noch genauer, wie kann er zu der je eigenen Vollgestalt werden? Sie sagt dazu, dabei ist besonders daran zu denken, dass die Individualität etwas Geheimnisvolles ist.
Also die Zielvorstellung noch einmal über die Individualität etwas herauszufinden. Auf der anderen Seite, sie wertet zunächst einmal materiale Befunde, also empirische Befunde unserer Leiblichkeit phänomenologisch aus. Sie beginnt mit dem menschlichen Körper. Bereits auf dieser Grundlage ergeben sich Einsichten in Erfahrungen, die das Körperliche transzendieren. Das Wort transzendieren klingt zunächst einmal für ungeübte Ohren bereits religiös, das ist überhaupt nicht gemeint. Es ist ein sehr einfacher Begriff, der bedeutet im Wortsinne ein Übersteigen, das heißt etwas, was das Körperliche von sich aus übersteigt und in einem besonderen Sinne auch nicht einfach hin nur dem Nutzen oder dem Erhalt meines Körpers dient, sondern darüber hinausgeht. Wir verstehen das also zunächst mal in einem sehr allgemeinen Sinn und werden es dann auch zuspitzen. Erfahrungen, die transzendieren. Damit beginnt eine zweite Freilegung. Merken Sie einmal auf den Ausdruck Freilegung, weil es ein schöner Ausdruck ist, den die Phänomenologie immer nimmt. Also Erklärung ist schon etwas sozusagen zu pädagogisch. Während Freilegung heißt noch mit einer großen Anstrengung erst einmal die Dinge so sondieren, so eben ordnen, dass sie einsichtig werden. Mit dieser Freilegung in der Frage nach Seele und Geist geht sie aber über die Erfahrung hinaus. Ein Zitat von ihr: Alles das, was den Körper unterscheidend charakterisiert, ist eine Brücke für unsere Auffassung, die über das rein sinnfällig Gegebene hinausgeht, transzendiert und immer mehr wahrnimmt als einen bloßen materiellen Körper. Diesem Mehr mit H geschrieben wollen wir nun stufenweise nachgehen. Das ist ein typischer Aufbau. Man merkt auch, wie genau sie vorgeht. Ja? Sie ist einfach gut geschult. Das ist die Schule Husserls. Also nicht zu überspringen, sondern wirklich in den logischen Stufen der Analyse weiterzugehen. Das war der erste Gedanke, über Darwin hinaus eine Phänomenologie des Menschen. Der zweite Gedanke, Spannungen des menschlichen Daseins. Wie gehen wir jetzt eigentlich betrachtend vor? Von außen nach innen. Wir betrachten die Natur und damit natürlich auch Grenzen der Natur und innerhalb der Natur bereits einen Zustrom von Kraft. Wird jetzt im Folgenden erläutert. Zunächst zeigt sich das Naturalmenschliche nah verwandt dem Tierischen. Natur ist das Stadium der Notwendigkeit. Der Körper ist allen möglichen Naturgesetzen unterworfen. Und Naturgesetze sind notwendig. Also das einzige Beispiel reicht schon, die Schwerkraft. Natur ist aber auch damit Sammelbegriff für unhintergehbare Fixierungen in Gesetzen. Diese Gesetze sind kausal, also sind ursächlich für unser Verhalten, unser Dasein. Die Natur betrifft sowohl den Körper, das ist wichtig, das leuchtet sofort ein, aber auch, nächster Schritt, die Psyche. Wir unterscheiden dann jetzt auch gleich Psyche und Seele. Was ist die Psyche? In naturwissenschaftlich verstandener Psychologie, damals natürlich über Freud, auch in Wien präsent, oder auch überhaupt in der damals ja geradezu also eruptiv ausbrechenden psychologischen Forschung. Aber Freud jetzt einmal als großen Namen. Was unterscheidet die Psyche von der Seele? Die Psyche ist in dem Sinne auch noch einmal naturwissenschaftlich kausal gedacht. Eine kausal strukturierte Psyche. Ich nenne mal gleich, was Seele ist, dann kann man das unterscheiden, während die Seele des Menschen nach Stein nicht aus Kausalität, aus Notwendigkeit heraus funktioniert, sondern aus frei ergriffener Motivation. Jetzt unterscheide ich etwas. Bleiben Sie bitte dran, auch wenn Sie das im Moment ein bisschen anstrengend finden, aber wir sehen gleich, was für eine Frucht daraus sich erarbeiten lässt. Kausal heißt, wenn ich die Psyche kausal untersuche, dass sie mit bestimmten Anlagen beginnt. Zu der Kausalität gehört natürlich auch die Umwelt. Wie bin ich als Kind behandelt worden? Mit welchen Traumata bin ich geprägt worden? Und aus dieser Kausalität ergeben sich in gewissem Sinne vorhersehbare Reaktionen meiner Psyche. Die Psyche wird im naturwissenschaftlichen Sinne auch als unfrei empfunden. Und die Psychologie der damaligen Zeit versucht das auch wirklich in einer naturwissenschaftlichen Weise aufzubauen. Motivation ist schon vom Wort her etwas anders.
die Kausalität schiebt. Ja? Also die Ursache meines Tuns schiebt gewissermaßen von hinten mein Tun. Motivation ist ein Zug. Ich werde aus Motiven her gezogen. Motive sind bei Stein die Beeinflussungen der Seele. Die Seele lässt sich attrahieren, ziehen. Was zieht zum Beispiel? Schönheit zieht. Edith Stein persönlich hat übrigens eine unglaubliche Liebe zur Musik und sie sagt, die Musik ist das, was die Seele in Schwingung bringt. Hier haben wir Motivationen, aber nicht Kausalitäten. Also nochmal, das ist vielleicht ein bisschen, ja, also ein bisschen, soll man sagen, also sehr einfach gedacht, aber wir brauchen im Moment diese Vorstellungen. Kausalität schiebt mich in eine bestimmte Fixierung. Wenn die Motivation von mir ergriffen werden kann, ich kann es aber auch sein lassen. Damit haben wir einen bestimmten Raum der Freiheit. Wir bleiben zunächst mal nochmal beim Körper, bei der Physis des Menschen. Zu diesen physischen Bedingtheiten gehört auf jeden Fall eben auch Kausalität. Dazu zählt die Unterworfenheit unter Schwerkraft, ich kann nicht fliegen, Raum, Zeit, Wachstum, Alter, Tod. Da spielt mein Wille eine sehr untergeordnete Rolle, das vollzieht sich zunächst mal. Dazu tritt nun auch psychische Verankerung in Trieb und Affekt, die habe ich zunächst mal auch nicht in der Freiheit. Ich habe vitale Anlagen ererbt, ich habe letale Anlagen, möglicherweise auch zum Beispiel bereits sowas wie eine depressive Anlage. Die sind nur höchst eingeschränkt willentlich zu beeinflussen. Edith Stein schließt sich damals der damaligen Psychologie an. Auch das ist noch ein Naturaspekt unserer Psyche, worin mehr Unfreiheit und Wehrlosigkeit vorhanden ist. Wir können uns mit dem Willen nur bedingt dagegen stemmen, wenn wir das überhaupt können. Zu dieser Natur, die jetzt als Begrenzung unserer Freiheit gedacht wird, wird nun die individuelle Anlage. Das sind alles Bedingtheiten, die können wir nicht willentlich ändern. Begabungen, die habe ich oder ich habe sie nicht. Eine unrichtige Erziehung, die mich blockieren kann. Mangelnder Lebensraum, ein nicht gegönntes Wachstum, gesellschaftliche Schranken. Das sind alles Momente, die zunächst mal unserem Willen entzogen sind. Sie geben einen geschichtlichen Widerstand vor, gegen den ich in meiner Reifung angehen kann, aber dort deutlich auch eingegrenzt nur angehen kann. Ich kann mich nur mit Anstrengung aus der vorgegebenen Prägung lösen. Damit könnten wir jetzt aufhören und uns sozusagen als determinierte Wesen empfinden und damit hätten wir natürlich Edith Stein vollständig unterschätzt. Bisher haben wir eine Beschreibung eben auch der Grenzen unseres Daseins. Und jetzt zeigt Edith Stein, übrigens mit derselben Präzision, dass wir bereits in der alltäglichen Erfahrung etwas erfahren, was uns mit diesen Grenzen auch umgehen lässt oder eine mögliche Weitung erlaubt. Sie nennt es die Lebens... Einen Augenblick nur eine Bitte von mir, nur technisch, ob Sie Ihren Bildschirm, also Ihre Kamera, so ein wenig nach vorne kippen können, damit wir Ihr Gesicht voll sehen. Ah, vielen Dank, das ist... Aha, okay. Ja. Also, bisher war mein Haaransatz, ja. Ich sehe mich nämlich nicht, weil ich den Text gleichzeitig drauf habe. Gut? Gut, perfekt, danke. Okay. Also, wir gehen jetzt in die Erfahrung, dass etwas auch innerhalb unserer begrenzten Animalität uns zufließt. Edith Stein nennt es Lebenskraft, ist kein neuer Ausdruck. Das verwendet die Anthropologie der Zeit auch, Lebenskraft. Eine Übersetzung wohl auch von Energie, Elan vital, ja, Frankreich verhandelt das auch. Lebenskraft bedeutet einen beständigen Austausch zwischen Mensch und Welt. Also nicht nur aus mir heraus sind bestimmte Möglichkeiten gegeben, eine Vitalität, sondern vielmehr, Lebenskraft kommt mir auch von außen zu. Damit wird die unfreie Bedingtheit des Daseins auch geöffnet. Wir sind jetzt aus der Natur übergegangen in die Kultur. Die Lebenswelt ist Kultur. Beziehungen, immaterielle Werte, eine Quelle der Kraft. Musik habe ich schon genannt, Schönheit, aber auch alles, was wir mit Sprache verbinden. Grundsätzlich übrigens auch das, was die Erziehung vermittelt. Sie nennt es nun, die Quelle der Kraft sind Werte. Sie sehen, ich gehe schon Schritt für Schritt vor und hoffe, dass Sie das auch interessant einmal finden. Werte ist ein Ausdruck, den hat sie von Max Scheler übernommen. Das heißt, damals findet eine sehr schöne, übrigens auch heute wenig eingeholte Diskussion statt, was Werte sind. Und zwar nicht nur als sozusagen immaterielle Fantasie, vielmehr als etwas sehr gut Beschreibbares und auch phänomenologisch Abholbares. Wert
hängt im Deutschen etymologisch vom Wortsinn her mit Vers zusammen, mit Ä geschrieben. Rückwärts, vorwärts, ja. Der Wert heißt immer, es gibt eine Wendung. Wert zieht mich. Wert drückt einen Bezug aus. Edith Stein sagt, ich kann ja nicht nur an personalen Werten Freude haben, sondern auch an der Schönheit von Naturgebilden und Kunstwerken, an der Harmonie von Farben und Tönen. Das ganze Reich der geistigen Werte ist eine unermessliche Quelle seelischer Kraft. Und weiter, der geistige Sinn ist das Wertvolle an ihnen, an diesen Kunstwerken. Das, was in uns eingehen kann, was uns erfreuen, erheben und begeistern kann. In diesem Zustrom von Lebenskraft liegt also der Hinweis bereits auf ein beständiges und selbstverständliches Teilhaben an einem Mehr mit H, das die Welt außerhalb des Menschen bereithält. Das ist ganz wichtig. Also bitte den Menschen auch phänomenologisch nicht isoliert denken. Das geht überhaupt nicht. Für Edith Stein ist völlig eindeutig, das werden wir gleich nochmal deutlicher sehen, dass wir unsere eigene Erfahrung auch im Mitsein mithaben. Also immer schon aus Beziehungen auch uns speisen. Im Erleben nämlich des Zuströmens und darin wachsen wir. Die Seele erweitert ihre Fassungskraft, sie erhält mehr Motive, sie wird immer von neuen Dingen angezogen, sie enthüllt auch ihre eigene Tiefe. Und es kommt nun zu einer unauslotbaren Entsprechung, die kann übrigens nicht nur ein Leben lang anhalten, sie wird auch ein Leben lang immer anders, was vom Außen der Welt eindringt. Nimmt das seelische Innen zunehmend in Besitz. Ich reife an Welt. Mein Besitz wird tiefer. Reifen heißt jetzt nicht Herrisches in Anspruch nehmen, sondern wir suchen und finden Antwort in der Welt. Wir stehen also in Resonanz. Die Person ist auf Welt resonant. Und wir werden durch die Welt tiefer in uns hineingeführt, als wir uns selbst ohne Ansporn zu erkennen vermögen. Das Außen sagt mir auch etwas über mich. Schon die Art und Weise, wie ich anspringe auf etwas, verrät mich ja über mich. Also wo sind die Widerhaken meiner Erkenntnis überhaupt? Erkenntnis wird zur Antwort auf ein anderes Sein. Ja, warum muss ich überhaupt erkennen? Weil es mich lockt. So öffnen sich, wie sie sagt, Tiefe, die weder dem Zugriff von außen noch der eigenen Willensanstrengung zugänglich ist. Meine Seele hat Weite und Tiefe, sie kann von etwas erfüllt werden, es kann etwas in sie eindringen. Dadurch erstarkt die Seele zu einem immer umfassenderen Sehen, und zwar nicht in der virtuellen Welt, sondern in der wirklichen Welt. Wenn man das sehr tief durchdenkt, was sie ja tut, wird eines deutlich. Wir haben nicht ein selbstsicheres Ich, also im Sinne, dass wir Herr im eigenen Dasein sind. Vielmehr ist das nur ein Ausgangspunkt. Und wenn wir nur dabei bleiben, in dieser Herrschaft über uns selber, werden wir deutlich in einer eigenen Unzulänglichkeit behalten. Um wirklich zu sein, bedürfen wir der Welt, das heißt an der Welt nicht nur im Erkennen, sondern auch im Lieben, im Hingezogensein, eben in dem Resonanzraum, in den wir hineinwachsen, werden wir dann erst auch Menschen. Und jetzt kommt der zweite Gedanke, wir bedürfen vor allem anderer Menschen. Das ist der unglaubliche Anteil innerhalb der Welt. Das eigene Sein, sagt sie, kann in diesem neuen Licht anderer Menschen bis dahin verborgene Abgründe enthüllen. Ich will gleich ein Beispiel bringen. Das ist so selbstverständlich, dass wir es nie denken. Und wenn man es einmal denkt, verblüfft es einen, dass man nicht dahin kam. Ich kenne meinen eigenen Körper. Ich bin bitte jetzt bei Körper im Sinne des Gegenstandes nicht. Ich habe nie meinen Rücken wirklich gesehen. Edith Stein widmet dem eine eigene Überlegung. Aber ich hatte andere Menschen gesehen und sie haben einen Rücken und ich kann damit natürlich nicht nur logisch, sondern das mache ich völlig instinktiv und unbewusst schließen, dass ich auch einen Rücken habe. Ich lerne also meinen eigenen Körper nicht von ihm her kennen, sondern ich lerne ihn an den Körpern anderer Menschen kennen. Und das ist für sie überhaupt ein Zugang, auch zum eigenen Ich. Wenn man das sehr präzise jetzt ausdrückt, heißt es, dass ich erkenne am Wir, wer ich bin. Ich brauche andere, um überhaupt zu wissen, wer ich bin. Und das geht ganz schlicht auch in dieser körperlichen Überlegung schon. Das heißt, die anderen enthüllen mir etwas, was mir selber an mir verborgen ist. Es ist unsinnig, sich sozusagen mit sich selbst nur zu unterhalten. Das geht gar nicht. Wir schließen diesen Passus, der hat bisher jetzt bedeutet, dass wir von außen nach innen wachsen, die Grenzen der Natur dadurch überwinden, indem wir uns das hier aber ganz schwach. Aha.
Ich habe aber voll eingeschaltet. Ist das gut so? Ja. Bin ich gut zu hören? Ja. Ja, Sie sind gut zu hören. Gut. Ich komme zum dritten Gedanken. Spannung nach innen. Wir hatten jetzt den Zustrom von außen, der mich wieder weitet. Der dritte Gedanke, Spannung nach innen. Und jetzt komme ich zu der Frage der Freiheit. Können wir Freiheit beschreiben? Ich greife zurück auf einen Aufsatz von 1921, der noch vor der Konversion von Edith Stein entstand, genau genommen vor ihrer Taufe. Die innere Umwendung hatte sie schon gemacht. Der Aufsatz heißt Freiheit und Gnade. Hier versucht sie, das Menschsein über die naturale Leiblichkeit hinaus deutlicher zu bestimmen. Wir hatten ja gerade den Aufbau von Körper über Psyche, immer noch naturwissenschaftlich gedacht, und dann die Seele, die sich dehnt, die in der Welt, über die Welt hinaus an Tiefe gewinnt, und kommen jetzt in eine deutlichere Transzendierung. Wir kommen jetzt in den Bereich des Geistigen. Edith Stein nimmt mit Kant zusammen natürlich, selbstverständlich, Freiheit als Schlüsselbegriff des menschlichen Daseins an, und damit ist sie bereits über das animalische Dasein hinaus. Wir haben bereits festgestellt, dass der Körper nicht frei reagiert, die Psyche auch nicht oder nur begrenzt, während die Seele bereits die Freiheit der Öffnung hat und dann auch den Einbau des Zustroms. Wo aber hat nun Freiheit ihren Platz? Sie geht in einem klaren Sinn bereits über Kant hinaus, beziehungsweise versucht Kant zu öffnen. Freiheit kann nicht nur in der Selbstbeziehung der Autonomie gedacht werden, meine Selbstherrlichkeit, sondern, das ist jetzt der Schritt über Kant hinaus, Freiheit ist nicht nur Freiheit zu mir, sondern vor allem die Übergabe eigener Freiheit an dich. Jetzt ist die Frage, wer ist dich? Immer noch hören Sie bitte nicht religiös zu, sonst wird das zu früh abgebogen. Wir müssen erstmal die Analyse durchziehen, dann wird auch deutlich, wo dann tatsächlich die Gottesfrage auftaucht. Die ist hier noch nicht da. Wir sind jetzt noch in ganz normalen Transzendierungen. Am Anfang steht eine Skepsis, ob Freiheit überhaupt möglich sei. Schon die menschliche Nähe zum Tier würde das zunächst mal nicht erlauben. Natur ist als Natur natürlich unfrei. Haben wir im Grunde genommen schon versucht. Aber jetzt kommt der Geist. Und zwar noch mehr als Seele. Der Vollzug des Geistes, im Unterschied zur Seele, die zunächst einmal bei Edith Stein eben dieses Entgegennehmen von außen ist, der Resonanzraum, in dem Welt und die Mitmenschen mich zu mir selber bringen. Das ist also zunächst mal Seele als Raum des Anstoßes, als Raum einfließender Lebenskraft und Eingestaltung in mich selbst, ist nun Geist, bitte die Definition beachten, das Selbstverhältnis, das reflektierte Selbstverhältnis. Der Geist ist in der Lage, sich zu sich selber zu verhalten. Jetzt machen wir es mal etwas einfacher. Ich denke über mich nach. Wenn die Seele sich mit anderen Menschen einlässt oder in diesen Resonanzraum, in diese Schwingung mit anderen tritt, ist das noch nicht eine Reflexion, sondern ist zunächst mal sozusagen eine von sich her sich vollziehende Leistung. Aber der Geist kann in eine Distanz zu sich gehen und zugleich nochmal auf sich zurücksehen. Das ist auch nichts Neues, ich versuche es noch einmal zu beschreiben. Damit tritt der Geist in gewissem Sinne in der Reflexion auch aus seiner eigenen Qualität heraus. Er beobachtet sich. Ja? Also wir haben gewissermaßen, ich denke über mich nach, über mich. Selbsterkenntnis auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch Selbstdistanz. Bitte, das ist immer dasselbe. Ich kann mich nur erkennen, wenn ich einen Schritt vor mir weggehe. Jemand, der unmittelbar vor mir steht, verunmöglicht mir die Erkenntnis. Das ist ganz wichtig. Das heißt, der Geist hat eine Qualität des Distanzierens. Das klingt negativ, das ist völlig positiv. Wirklich völlig positiv. Damit haben wir nämlich einen Abstand, zum Beispiel auch zur Natur. Die Reflexion ist überhaupt nicht zwingend. Zwingend ist immer nur, was sich mir sozusagen einfach aufdrängt, ohne dass ich dazu nochmal Stellung nehmen kann. Der Geist erlaubt nun wählen können, gerade aus dem Abstand. Er kann zustimmen, er kann ablehnen, er kann Gegenstände auswählen, über die er nachdenkt. Und das alles ist dem Tier nicht möglich. Wir sind auf der Ebene von Seele bereits, aber jetzt
ganz ausdrücklich auf der Ebene des Geistes in der Lage zu sagen, dass wir hier das Tier überschreiten. Nicht im Sinne, dass wir es verlassen, aber wir überschreiten es. Es kommt eine große Beobachtung, Selbsterkenntnis. Wenn der Geist sich auf sich selber wendet, ist zunächst phänomenal ein Gang in die eigene Lehre. Lehre bitte mit 2 E jetzt. Was finde ich in mir? Ich finde formale Kräfte. Ich finde Fähigkeiten der Auseinandersetzung mit der Welt. Ich finde zum Beispiel Logik. Ich finde, also gut, hoffentlich. Aber ich finde zum Beispiel auch in der Reflexion eben die formale Qualität, mich zu distanzieren. Ich kann etwas sehen wollen, ich kann es aber auch, ich kann es nicht sehen wollen. Das ist ziemlich einfach. Was ich nicht finde, und da ist dieses Leersein gemeint, ich finde keine materialen Gehalte. Ein Kind wird nicht geboren, zunächst mal hat es auch die Reflexion nicht, aber im Sinne eines bereits vorhandenen geistigen Inhaltes. Ja, geht immer noch? Irgendwas rauscht. Die Audios sollten ausgemacht werden. Ja, danke. Gut, gut. Also, das heißt, im Wachstum, also je mehr der Geist erstarkt, desto mehr Stoff muss er sich zuführen. Wir haben nicht schon Stoff in uns. Das ist genau der Bereich des Lernens. Übrigens auch ein deutlicher Unterschied zum Tier. Ein Tier hat, also jetzt müsste man natürlich unterscheiden, aber vom Allgemeinen her gesehen vor allem höhere Säugetiere können lernen, aber in einer begrenzten Zeit. Und sie lernen auch nicht grundsätzlich überhaupt alles Mögliche, sondern sie lernen das, was zu ihrer Umwelt gehört. Also sie können ganz bestimmte Dinge sich aneignen, dann geht das Fenster zu, dann ist die Aneignung aber beendet. Das geistige Lernen kann sich aber bis zum Tag vor dem Tode vollziehen, wenn die Gehirnfunktionen einigermaßen in Ordnung sind. Wenn wir in uns gehen, nochmal zeigt sich eine ungewohnte Leere und Stille. Sie nennt es ein Lauschen auf den Schlag des eigenen Herzens. Das ist lauter Zitate. Das freie Subjekt ist als solches gänzlich ins Leere ausgesetzt. Es hat sich selbst, es kann sich selbst nach allen Richtungen bewegen und ist doch mit eben dieser absoluten Freiheit absolut in sich fixiert und zur Bewegungslosigkeit verurteilt. Eigenartiger Satz, fixiert, weil es eigentlich nichts hat, mit dem es sich beschäftigt. Damit bin ich auf dem Punkt der Freiheit. Die Wendung zu mir selbst wird nicht von äußeren Nötigungen bestimmt. Ich kann jetzt völlig frei sagen, wohin will ich gehen, was will ich denn wählen, was sind denn die Gegenstände, mit denen ich mich weiterhin beschäftige. Und Edith Stein hat hier eine implizite, sogar ausdrückliche Korrektur von Kant und auch von Husserls Freiheitsbegriff. Sie nennt es ein negatives sich nicht bestimmen lassen von anderem. Aber das ist wirklich negativ. Ich lasse mich noch nicht bestimmen. Ich bin schlicht und einfach nochmal in mir. Aber Selbstgewinn ohne Welt, auf dem Boden von Weltverlust. Ich gehöre mir selbst, aber ich habe überhaupt keinen Radius. Ich habe noch gar keine welthafte Beziehung. Das heißt, Autonomie ist nicht die entscheidende Gestalt von Freiheit. Das ist vielleicht mal ganz wichtig. Autonomie ist ein formaler Gesichtspunkt, in sich völlig stimmig, dass ich über mich bestimmen kann, aber ich weiß ja noch nicht, was ich überhaupt bestimmen will. Das ist nicht damit gesagt. Die leere Einsamkeit des Inneren lässt sich nicht auf Dauer halten. Sie ist auch extrem langweilig übrigens. Sie wäre noch nichts mehr, das ist meine Kommentierung, als jene Anima in se curvata des Augustinus. Die Seele, oder das Innere, das sich auf sich selber krümmt. Das heißt, mein Inneres gravitiert in sich selber, aber ist damit natürlich weder entfaltet, noch hat es irgendeine Form von Beziehung aufgenommen, also ein innerer Stillstand. Was ist positive Freiheit? Der negativ mündige Mensch muss irgendeinmal letztlich sich durchringen, um dem bloß identischen Ich zu entkommen, der Grundversuchung aller Autonomie, nämlich sich begeben in zumindest in den Wunsch nach dem Erscheinen von Fülle oder Erfüllung. Damit ist ein Risiko verbunden, das schauen wir uns jetzt an, das Risiko nämlich, was erfüllt mich und von woher komme ich zu einer Fülle, die mich in diesem Sinne auch anzieht. Damit habe ich den nächsten kleinen Gedanken oder Überschrift, freies und gebundenes Spiel. Wie spielen, jetzt komme ich zum ersten Mal auf den Begriff Leib, Seele und Geist.
In dem Augenblick, wo wir die geistige Freiheit aktivieren, gehen wir auch mit unserem Körper anders um. Das heißt, wir behandeln ihn jetzt zum ersten Mal auch als Leib, also nicht nur als Träger, der im technischen Sinne mich ja, hält, Grundsatz meines Daseins ist, sondern der Geist begreift den eigenen Körper nun als zu ihm gehörig und auch von ihm gewollt, bestätigt, gewählt. Und jetzt kommt die Frage, wie der Geist sich das Verhältnis von Leib und Seele auch zurechtlegt. Wir können das erstmal sagen. Es ist nämlich kein automatisches Verhältnis, sondern wir haben dazu Einfluss, genau wie der Geist ja alles beeinflussen kann, was er sich als Gegenstand seines Willens denkt. Wille und Freiheit werden hier aufeinander übersetzt. Edith Stein beginnt mit den gewonnenen, zunächst mal unterschiedlichen Kennzeichen, nun den Begriff der menschlichen Person zu überprüfen. In der Person sind Leib, Seele und Geist eben in dieser gegenseitigen Durchdringung gedacht. Der Körper allein ist garantiert noch nicht unser Personsein. Der Mensch erfährt sich selber, das ist jetzt keine Zuschreibung, sondern das ist nochmal eine Beobachtung, in der geschaffenen Welt als das einzige Wesen, das über diese Selbstdistanz verfügt. Tiere können in einem bestimmten Sinne eine Welt mindestens des Psychischen entwickeln, das würde sie wohl sagen. Aber im Sinne dieser Selbstdistanzierung, also der Reflexion, wer bin ich oder was will ich sein und was will ich an mich heranlassen, empirisch schwer nachzuvollziehen, dass sich das überhaupt feststellen lässt. Das heißt, jetzt gehen wir bereits von dem Personenbegriff so aus, dass Person ist die erstaunliche Verbindung von Stoff über Seele und Geist und in dem Sinne das einzige uns wahrnehmbare Geschöpf, in dem eine ganze Welt kulminiert. Welt heißt hier bei ihr schon Schöpfung, aber wir brauchen das auch in dem Sinne jetzt noch nicht einmal religiös zu hören. Bedeutet einfach das Ganze des Daseins, das wir in der Welt, das wir im Menschen als zusammengefasst erfahren. Einzig im Menschen findet sich diese Zusammenfassung. Und zwar ist der Geist die Kapazität. Der Geist ist das Phänomen, sich selbst in dieser Ganzheit fassen zu können. Er verpflichtet verschiedene Seinsebenen ineinander und dazu haben wir einige anschauliche Bilder. Ich lese jetzt vor, das stammt wesentlich aus Endliches und Ewiges Sein, einem späten Meisterwerk 1937 beendet. Aber der Menschengeist ist von oben und von unten bedingt. Man muss mal genau zuhören, das sind jetzt Beschreibungen. Von oben ist er eingesenkt in das Stoffgebilde, das er zu seiner Leibgestalt beseelt und formt. Kurzer Kommentar, bereits nicht mehr Körper. Warum? Körper ist das, was wir vorfinden, natural, aber Leib ist das, was wir schon selbst gestaltet oder mit in der Gestaltung haben. Der Leib ist schon der Beseelte, das heißt auch von uns bereits Gewollte mit Geformte. Es geht weiter. Die menschliche Person trägt und umfasst ihren Leib, ihren hat sie betont, und ihre Seele. Aber sie wird zugleich davon getragen und umfasst. Ihr geistiges Leben erhebt sich aus einem dunklen Grunde. Dunkel ist dieses Naturale. Es steigt empor gleich einer Kerzenflamme, die leuchtet, aber von einem selbst nicht leuchtenden Stoff genährt wird. Und sie leuchtet, ohne durch und durch Licht zu sein. Jetzt etwas Wichtiges, der Menschengeist ist für sich selbst sichtbar, aber nicht restlos durchsichtig. Er vermag anderes zu erhellen, aber nicht völlig zu durchdringen. Kurzer Kommentar. Wir haben den Geist bereits als das Verhältnis zu sich selbst definiert, die Fähigkeit einer Erkenntnis und gleichzeitig bedingt durch eine Entfernung von mir. Das kann ich sehen, das kann ich beobachten. Ich kann aber nicht restlos für mich selber durchsichtig sein. Wie kommt dieses Vermögen zustande? Also es ist selbstverständlich mein Eigentum, weil ich damit arbeite. Aber ich kann eigentlich nicht genau auf den Grund sehen, wie dieses sich selbst distanzieren oder sich selbst erkennen letztlich gebaut ist. Also ich benutze es, ich kann es aktivieren, aber ich habe es nicht gewollt, ich habe es auch nicht gemacht. Wir können damit anderes erhellen, aber wir können nicht völlig durchdringen. Eine letzte Erkenntnis auch dessen, was uns vor Augen liegt, ist nicht möglich. Im Geistigen bleibt damit ein Zwiespalt.
Wir haben eine gewisse Fähigkeit, anderes zu durchdringen, aber wir kommen nicht ganz, auch nicht einmal auf unseren eigenen Grund. Das bedeutet nun ein dauerndes Lernen, das heißt, wie erweitern wir dieses Sehen, ein dauerndes Weitergehen, aber die Lücken in der Übersicht des eigenen und des Fremden bleiben. Wir erweitern beständig unseren Blick, aber wir können es nicht letztlich durchschauen. Ich zitiere, selbst das unmittelbar gewisse Gegenwartsleben ist die flüchtige Erfüllung eines Augenblicks. Sofort zurücksinkend, sehr bald völlig entgleitend. Das ganze bewusste Leben ist nicht gleichbedeutend mit meinem Sein. Es gleicht der belichteten Oberfläche über einer dunklen Tiefe, die sich durch diese Oberfläche kundgibt. Wenn wir das menschliche Personensein verstehen wollen, müssen wir versuchen, in diese dunkle Tiefe einzudringen. Was ist damit ausgesagt? Edith Stein geht von dem Augenblick einer Selbsterkenntnis aus, also einem Gegenwartspunkt, in dem wir uns genau in diese Prüfung nehmen, aber der im Zeitfluss natürlich zurücksinkt und in der Tat dann auch entgleitet. Wir können Momente hoher Bewusstheit einziehen in unserem Leben, aber die hohe Bewusstheit ist überhaupt nicht identisch mit meinem Dasein. Es gibt ganz lange Phasen meines Daseins, wo ich den Geist nicht brauche. Also das ist jetzt unser Beispiel, Schlaf zum Beispiel, da bin ich meiner selbst nicht bewusst. Mein Sein umfasst aber auch meinen Schlaf. Also mit Bewusstsein ist im Grunde eben nochmal die belichtete Oberfläche gemeint, aber die Tiefe kenne ich nicht. Edith Stein unterstreicht die Schwierigkeit, dass die Person sogar ihre eigene innere Welt keineswegs kennt oder gar ergründet. Wer bin ich? Die Frage kann ich teilbeantworten, aber ich kann schon nicht einmal nochmal beantworten, was ist, wenn ich schlafe. Da habe ich keinen Zugang mehr zu mir und ich bin trotzdem da. Geschweige, dass ich die mir nicht gehörige Welt, also das außer mir überhaupt kenne oder gar ergründe. Auch hier sehe ich Oberflächen. Unleugbar gibt es bewusstes Leben, Selbstbesitz. Aber jetzt geheimnisvoll steigt mein Selbstbesitz aus dem mir nicht Bewussten auf. Man könnte sogar schon sagen, dass meine Selbsthabe aus meiner nicht bewussten Natur aufsteigt. Ja? Also nochmal die Kerzenflamme, die aus dem Dunkel kommt. Hier Klarheit einzutragen, ist schwer. Edith Stein stützt sich auf Husserls Vorarbeit, um wenigstens Schichten des eigenen Inneren freizulegen. Ich möchte einige da ansprechen, aber wir stellen uns dann der schwierigen Frage, was ist in der dunklen Tiefe meines Daseins eigentlich verborgen, in das ich so schwer hineinleuchten kann. Die ursprünglichste Form der Selbstwahrnehmung nennt Husserl und mit Edith Stein ebenso die innere Wahrnehmung. Sie erfährt sich als dingartiges Etwas, nennt sie das. Ich lerne mich selbst zunächst mal im Laufe meines Lebens als Ding kennen und ich besitze dauernde Eigenschaften, das wird mir auch nochmal klar, Verstand, Geduld. Ich habe wechselnde Zustände, Stimmungen und Tätigkeiten. Ich will jetzt nicht ermüden mit den Aufzählungen, ich will nur mal einmal zeigen, wie präzise und genau hier untersucht werden muss, woraus wir im Grunde genommen bestehen. Wir erfahren Einwirkungen von außen, ich wirke selber hinaus, ich habe Zusammenhang mit der sonstigen Erfahrungswelt. Und was ich nun gewinne aus diesem Gewirr von Dingen, die mir vor Augen treten, ich merke, dass der eigene Leib, wie kein anderer Körper sonst, tatsächlich auch nur mangelhaft wahrgenommen wird. Ich kann mich von ihm nicht einmal lösen. Andere Körper kann ich drehen, ich kann um sie herumgehen, ich kann sie letzten Endes auch zergliedern. In meinem eigenen Leib bin ich aber so verankert, dass ich ihn im Grunde genommen mir nicht wirklich nur vor Augen führen kann. Wir hatten vorher das simpelste Beispiel mit dem Rücken, aber der eigene Leib, in dem sich die Seele ausformt, ist mir in einer ganz erstaunlichen Weise eigentlich auch nicht wirklich zugänglich. Ich nehme ihn nur im Unterschied zu anderen Körpern von außen und von innen wahr. Jetzt wieder ein schönes Zitat. Darum ist der Leib nicht bloß Körper, er ist auch mein Leib, so wie nichts anderes Äußeres mein ist, weil ich in ihm wohne, als in meiner mir angeborenen Behausung. Mein Leib und mein Ich-Sein hängen zutiefst zusammen. Wäre der Leib nur Körper, könnte ich den Körper von mir ablegen. Aber den Leib lege ich nicht ab. Der Körper ist immer das, was aus der Distanz heraus gedacht wird. Aber der Leib ist nicht einheitlich. Also nochmal, er enthält auch Geheimnisse für mich. Im rein sinnlichen Empfinden ist eine Möglichkeit. Das andere gehört dann wieder dem persönlichen Leben zu.
Wir haben im Leib auch eine Werkzeuglichkeit für die Person. Ich kann ihn als Werkzeug einsetzen, aber ich kann den Leib auch, ich kann auch merken, dass der Leib als Werkzeug mir gar nicht mehr dient. Er entzieht sich mir. Das ist nicht nur in der Krankheit so, sondern es ist auch im Altern so. Das heißt, der Leib hat nur eine bestimmte Möglichkeit, von mir willentlich beeinflusst zu werden, und doch bin ich es, doch ist er meine Wohnung. Nochmal ein Zitat: Wo Leib ist, da ist auch Seele. Umgekehrt, wo Seele ist, da ist auch Leib. Seele wäre hier nochmal gedacht, nochmal von der Motivation her gedacht. Die Seele ist das, was in Bewegung setzt. Sie selbst ist auch in Bewegung, und von ihr aus wird auch der Leib durchformt. Aber es ist die Frage, ob sie selber ganz genau weiß, auch die Zielrichtung, wohin sie überhaupt den Leib entformt. Er setzt ja auch Widerstand entgegen. Aber nochmal, wo Seele ist, da ist auch Leib. Also Seele und Leib sind im Sinne der gegenseitigen Durchformung aufeinander bezogen. Die klassische Tradition hat die Seele als das Lebendige, die innere Selbstbewegung als Wesensform gesehen, weswegen auch Pflanze und Tier eine Seele haben. Eine Tierseele, eine Pflanzenseele, also nochmal die innere Selbstbewegung, die Lebensform. Aber dieses Lebendige ist beim Menschen an den Stoff gebunden, an das Werden. Und das Werden ist noch an das unentfaltete Wesen gebunden. Und das Wesen unterliegt nun auch meiner Beeinflussung durch meine Wahl, also durch meine Freiheit. Ich bin nicht einfach nur ein Wesen, ich muss es auch werden, ich muss mich dazu auch stellen, ich muss es wollen. Und die Frage, was will ich überhaupt werden, was ist mein Wesen, das sind entscheidende Fragen, die sich die Pflanze definitiv nicht stellt. Daraus ergibt sich nun eine Kennzeichnung. Der Mensch kommt in der lebendigen, an seinen Leib gebundenen Bewegung, von der Seele durchformten Leib, erst im Laufe der Zeit zu sich selbst. Erst im Laufe der Zeit zu sich selbst. Also zum menschlichen Dasein in seiner Wesentlichkeit muss auch gedacht werden, eine Entfaltung zu diesem Wesen. Während, jetzt können wir gleich nochmal eine andere Überlegung aufmachen, während Leben, das sich ganz im Besitz hätte, ein vollendetes Leben, jetzt kommen wir schon zum Ausdruck des göttlichen Lebens, offensichtlich nicht an eine solche Werdequalität gebunden ist, also nicht etwas erstmal in Formung nehmen muss oder aus sich heraustreten muss, fremde Lebensstoffe annehmen muss, sie wieder integrieren muss, ne? Alles das, was dieses Hin- und Herschwingen des lebendigen Leibes meint. So eine vollendete Lebendigkeit wäre in diesem Sinne nicht an ein Werden gebunden, auch nicht an einen Stoff gebunden. Sie geht aus sich heraus, ohne sich dabei zu verlassen. Sie gibt sich hin, ohne sich zu verlieren. Die Lebensfülle dieses vollendeten Seins umfasst alle Bewegungen, ohne gleichzeitig aus sich heraustreten zu müssen. Das heißt, also ohne sich überhaupt zu verlieren, auch nicht in der Frage nach der Suche nach sich selbst aufgehalten zu werden. Sie sucht gar nicht nach sich selbst. Wir haben jetzt also nochmal eine Vorstellung vor uns. Ich habe den Ausdruck göttlich schon benutzt. Wir können ihn aber im Moment sogar nochmal weglassen. Vollendetes Leben würde kennen ein Sein ohne die Schwierigkeit, viele andere Dinge integrieren zu müssen und sie gleichzeitig damit auch wieder zu verändern oder überhaupt im Grunde auf der Suche nach dem zu sein, was es denn eigentlich werden will. Es ist schon, was es will. Es ist immer schon. Es hat schon integriert. Und seine Selbsthingabe ist in jedem Fall auch gar kein Selbstverlust. Das heißt, das Urlebendige nun als eine Formulierung, die in unserem noch beschränkten Leben uns vor Augen steht, gibt nun eine Aufgabe auf, nämlich die Frage, können wir in unserer Lebendigkeit, die in diesem Sinne auf Zeit angewiesen ist, auf Integration, letzten Endes auch immer mit Selbstverlust wieder einhergeht. Die Sterblichkeit selber ist ja dann ein endgültiges Verlieren dieser Bewegung. Können wir in diesem personalen Dasein tatsächlich auf etwas Urlebendiges zugehen? Können wir es möglicherweise einholen? Fragezeichen. Hiermit sind wir jetzt bei einer letzten Überschreitung und hier hat nun in der Tat das Transzendieren einen religiösen Charakter. Gibt es eine Mitte, eine lebendige Mitte vor allem, auf die alles zuströmt und die jetzt die letzte Motivation ausdrückt? Wir haben gelernt, dass die Seele über die Motive, also über das Bewegen, versucht, sich Inhalte anzueignen.
gibt es ein Schwingen. Sie hat das ja ausdrücklich nochmal dieses, also nicht nur in diesem Sinne das gewalttätige Überschreiten, sondern ein wirkliches Angezogenwerden und Hinschwingen in eine Lebendigkeit, die bewusst vollzogen wird, also nicht natural vollziehen wir sie nicht, aber die bewusst vollzogen wird, die wir auch frei vollziehen, die wir wählen und die nicht einfach einem Getriebe ausgeliefert ist, sondern wo ich persönlich, Sie nennen es auch persönlich aufgerichtet, in diese sinnvolle Fülle hineingehen will. Edith Stein nennt ein solches Aufrichten die Qualität der eigentlich menschlichen Seele. Dass wir das überhaupt wollen können, hängt mit der Grundgestaltung unserer menschlichen Seele zusammen. Sie integriert jetzt nicht nur Welt, integriert jetzt nicht nur sinnliche Eindrücke, sondern sie integriert oder richtet sich jetzt auf im Sinne des Einholens auch auf das urlebendige Selbst. Ich zitiere: Das innere Leben ist hier bewusstes Sein. Das Ich ist ein waches, dessen geöffnetes Geistesauge nach außen und nach innen blickt. Es kann das, was zu ihm herandrängt, verstehend entgegennehmen und in persönlicher Freiheit so oder so darauf antworten. Wir haben jetzt Außen und Innen und jetzt kommt noch eine Dimension dazu, nämlich oben. Das wäre jetzt das, was diese Sinnrichtung angibt. Das ist die Transzendierung in das eigentlich Lebendige. Der freie Einsatz des Geistes, wenn er sich jetzt nun tatsächlich dieser Bewegung der Seele anschließt, und der Geist nochmal ist konzentriertes Wollen. Der Geist ist Freiheit. Der Geist ist dasjenige, worin sich mein Wille nun wirklich aktiviert. Also nicht nur Resonanz, nicht nur Natur, also in gewissem Sinne eine Anlage, die immer schon integriert und immer schon sammelt, sondern nun will ich auch sammeln. Und der freie Einsatz des Geistes heißt, jetzt kommt ein sehr schönes Zitat am Ende von Endliches und Ewiges Sein: Erkennen, lieben und dienen. Erkennen wäre jetzt nochmal die Gegenüberposition. Lieben ist das Angezogensein im Willen. Dienen ist nun im Sinne von hingeben. Gut, erkennen, lieben und dienen. Und selige Freude im Erkennen und Lieben und Dienen. Das alles ist empfangen und annehmen zugleich, freie Hingabe seiner selbst in dieses geschenkte Leben hinein. Geschenkte Leben ist jetzt dieses oben. Also das ist das Urlebendige, auf das wir letztlich ausgespannt sind. Nicht im Sinne der naturhaften Ausgespanntheit, sondern der willentlichen. Ich schaue gerade, dass ich zum Ende komme, weil ich überspringe jetzt einen Gedanken und komme zu der Frage der Sinnfülle des Daseins. Solche Behauptungen sind spekulativ, was nicht heißt unvernünftig. Das heißt es ganz und gar nicht. Das heißt nur, sie sind nicht in einem reinen phänomenalen Sinne beweisbar. Also ich kann sie nicht sehen, ich kann sie auch nicht sinnlich nachweisen, ich kann sie auch nicht einfach nur beschreiben. Und ich muss jetzt schon in der Tat aus bestimmten Selbstbeobachtungen Schlüsse ziehen, die nicht sofort abzunehmen sind. Aber wenn der stete Gang des Gedankens mitvollzogen ist, ist immerhin eines klar, dass Edith Stein in einer redlichen und im Übrigen auch langsamen Weise vorgeht. Und ich setze eine letzte Überlegung Edith Steins mal herein, weil sie völlig ungewöhnlich ist. Ich habe sie andernorts noch nicht gelesen, sondern sie fragt sich am Ende von Endliches und Ewiges Sein, ob auch unterhalb der Ebene des Menschen so etwas wie eine Transzendierung in dieses Urleben hinein möglich wäre. Man merkt schon an der Frage, wie merkwürdig das ist. Kann ein rein körperliches Gebilde auf der untersten Stufe, ein Stein, also eine Einheit von Form und Stoff, letztlich auch auf die gestaltete Fülle des Urlebendigen verweisen? Das ist schon als Frage natürlich unglaublich großartig. Edith Stein sagt, auf der untersten Verwirklichung geht das nur, indem ein solcher Gegenstand, Stein, den Raum ausfüllt. Also er realisiert seine Fülle als Raumfülle und ist zu weiterer Formung fähig. Das klingt jetzt vielleicht enttäuschend, weil man sagt, na gut, hier wird sozusagen eine naturwissenschaftliche Beobachtung plötzlich nun phänomenologisch übersetzt. Trotzdem mal wichtig. Für sie ist sozusagen auch das unbeseelte Dasein, das gegenständliche Dasein,
in diesem Sinne nun gerichtet auf. Also es kann Leben nicht reproduzieren, weil es selber nicht lebendig ist. Aber es reproduziert dieses Dasein in seiner Gerichtetheit dadurch, dass es einfach in Raum füllt. Die erste Bewegung der Körper ist raumgreifende Stoffgestaltung. Die zweite Bewegung ist ihr Wirken, nämlich sie können sich bewegen, sie können verändern, sie können auch aufeinandertreffen, gut, im ursächlichen Zusammenhang, auch im Sinne der Schwerkraft. Sie können sich tangieren, sie können sich übrigens auch spalten. Das heißt, sie können aufeinander einwirken. Gehen Sie einfach mal mit dem Gedanken. Ich habe das ähnlich noch nie gelesen und fand es deswegen auch interessant. Aber die dritte Bewegung, der sogenannten toten Körper, ist in dem Sinne auch als Bewegung aus einer Kraft heraus, die Ihnen von außen zukommt, Schwerkraft zum Beispiel, mit der sich die raumstoffliche Welt gegenseitig durchdringt. Das heißt, sogenannte tote Dinge können auch durchaus gefasst werden in einer Gestaltung, die ihnen zwar nicht von sich her zukommt, die aber offensichtlich dennoch greift. Von woher? Jedes Ding ist selbstständig. Es ist sinnvoll, wobei Sinn hier nicht eine geistige Bewegung meint, sondern es hat seinen Platz in der Schöpfung oder seinen Platz im Gesamten. Und es ist Gegenstand von Kraft, kraftvoll. Es wirken Kräfte darauf ein. Es kann selber mit Kraft andere Dinge berühren. Das bleibt alles noch im Äußeren. Aber in diesem Sinne sind die sogenannten toten Dinge auch tatsächlich nochmal stehen in einer Gestaltung. Sie sind in ihrer Entfaltung ein sich formen, ein Besitz ihres ausgeformten Wesens, ein Hinausgehen über sich selbst im Wirken nach außen. Ich will das einmal beispielhaft sagen, um zu zeigen, wie intensiv Edith Stein wirklich vom Gedanken der Phänomenalität, also das, was erscheint, auch in einem toten Gegenstand und tatsächlich von einem Urlebendigen her gelesen werden kann. Das Lebendige wäre hier nur die Kraft, die ist hier natürlich nur als Kraft im Sinne eines Naturgesetzes verstanden, aber auch als Raum. Aber in jedem Fall ist ein Gegenstand auch in dieser noch sozusagen toten Form etwas, was von einem anderen bewegt wird, wenn es auch noch ganz außerhalb seines eigenen Vermögens bleibt. Damit will ich zurück und damit auch enden. Im Unterschied zu diesen Gegenständen ist der Mensch nicht mehr in dem unendlichen Abstand vom Urleben, weil er an dem Urleben offensichtlich teilhat. Das heißt, er hat eine Wesensgemeinschaft mit dem Lebendigen, die der Gegenstand zunächst mal nicht hat. Und sie fügt nun hinzu, und großartig, eine Wesensgemeinschaft mit dem Leben, und sie meint jetzt auch das Urleben, göttliches Urleben, das ein wahrhaftes Eingehen ineinander möglich macht. Leben kann an Leben Anteil nehmen. Das ist ein platonischer Gedanke, völlig klar über die Anteilnahme. Also der Augenblick, wo wir geistiges Leben im Sinne der Umfassendheit von Leib, Seele und Geist als in einer einheitlichen Lebendigkeit haben, sind wir Teil und in der Möglichkeit eines gemeinsamen lebendigen Anteilhabens am Urlebendigen. Ich muss enden, weil ich tatsächlich auch enden muss. Ich werde leider mit Ihnen nicht mehr diskutieren können. Ich habe Ihnen jetzt genug Stoff zum Nachdenken gegeben und vielleicht kann Pater Roberto die Diskussion dann von sich aus führen. Ich ende aber mit einem sehr schönen Zitat. Durch den Menschen in der Leib-Seele-Geist-Einheit wird die Öffnung zum Göttlichen nach oben vermittelt. Körperliche, pflanzliche und tierische Gebilde verbinden sich im Menschen zur Einheit eines Wesens und sie schwingen zugleich in die Offenheit zum göttlichen Leben ein. Letzter Satz, ein Zitat, ein besonders schönes Zitat. An dem Tage, an dem Gott schrankenlose Macht über unser Herz haben wird, werden wir auch schrankenlose Macht über das Seine haben.